Ja, lass kiffen. Also nicht lass kiffen, sondern lass mal einen Reality-Check machen, ein Jahr nach dem Cannabis-Gesetz. Denn gestern war nicht nur der April-Tag, sondern gestern war auch der Karl Lauterbach Heiliger Bubertstag. Ich weiß nicht, ob Leute hier actually kiffen. Jetzt darf man es ja ganz offiziell zugeben. Man hat jetzt Bilanz gezogen, ob ein Jahr Cannabis-Gesetz tatsächlich was verändert hat in Deutschland. Das bin ich, wie ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Cannabispflanze anbaue. Ganz legal, dachte ich. Ich mir mal den kleinen Racker. Eine Barke. Das Cannabisgesetz sollte vieles verändern, den Konsum sicherer machen und Straftaten senken. Aber, kleiner Teaser vorab, Ich finde Kiffen albern. Ich finde dich albern. So. als ich meine Pflanze ernten möchte, wird mein Selbstversuch schwierig. Und jetzt kommen wirklich 2 Polizisten, die mir das abnehmen. Ja, du bist jetzt verhaftet. Ein Jahr Cannabisgesetz. Es wird für mich eine ganz besondere Reise. Wie wirkt sich Kiffen aus, wenn man ADHS hat? So. It depends on dein Kiffgras, it depends on dein ADHS-Spektrum, it depends on... Es gibt dafür keine pauschale Lösung. Rausch ist ganz schön albern. Rausch ist für sehr viele Menschen die einzige Flucht aus ihrer viel zu harten Realität, um überhaupt irgendwie klarzukommen. Und oft hat Cannabis auch nichts mit Rausch zu tun, sondern von wann wird's dann... Schreib ein Kappa dahinter! Wie alt bist du denn? Wie lange bist du denn auf Twitch, Bro? Auf Twitch benutzt man Kappa, wenn was witzig gemeint ist. Sag mal. Ist ja so, als würdet ihr zum ersten Mal in einem Twitch-Chat schreiben. Das Abwasser soll verraten, ob jetzt mehr gekifft wird. Auf die Toilette muss jeder. Das Doubt it. Abwasser lügt also nicht. Wie Ich pisse in Zukunft nur noch in Eimern und schütte die auf die Wiese, damit ich die Statistiken vom Abwasseramt bescheißen kann. hat sich unser Umgang mit Cannabis in dem Jahr nach der Legalisierung verändert? Kappa. Ich muss auch richtig mal ein bisschen quetschen, ist schon okay. Das ist mir auch fast ein bisschen zu intensiv, ehrlich gesagt. Nachtzopfe. Sich Kiffen einfach albern benehmen. Warst du schon mal auf dem Oktoberfest? Also ich glaube, es gibt sehr viele KonsumentInnen, die andere Sachen konsumieren, die sich definitiv alberner benehmen als KifferInnen. Wenn ich mir so Leute, die Alkohol konsumieren, angucken, wie sie dann im Dönerladen stehen und versuchen, in ihren Döner zu beißen und die Hälfte davon auf den Boden fällt und sie dann mit umfallen, weil sie einfach so absolut besoffen sind, dann finde ich das ein bisschen alberner als ein Dude, der zu Hause sitzt auf dem Sofa und einen kifft. Dieses Sterntattoo. Es ist ein Pimpelpatch! Ihr scheiß Boomer! Ich bin so scheiße sauer! Das ist ein Aufkleber, weil ich da einen fetten Pickel drunter habe! Es reicht jetzt langsam! Hier, nicht weit weg von Hamburg, wächst Cannabis. Alkohol finde ich genauso albern. Du brauchst jetzt nicht den Whataboutism rausholen. Ja, okay, dann findest du das halt albern. Okay. Und jetzt? Wo genau, dürfen wir aus Sicherheitsgründen nicht verraten. Ist auf jeden Fall schon mal ein süßlicher Geruch in der Luft. Ich glaube, das bilde ich mir nicht nur ein. Moin, Wow, ich bin ey. Mitglied in diesem Club. Ja, Seit neuestem. du hast dich bei uns angemeldet. Nur offizielle Mitglieder dürfen hier richtig mitgärtnern. Der Cannabis-Anbauverein muss viele Vorschriften einhalten. Bald steht die erste Ernte an und ich will dabei sein. Nice. Alles klar. Das ist tatsächlich ja auch interessant, wenn man ganz am Anfang Nix jetzt, du hast einfach implizit gefragt, wie wir zum Kiffen stehen. Nee, ich habe gefragt, wer von euch kifft und nicht, wie ihr zum Kiffen steht. Ihr seid ja einer von wenigen Clubs. Ja. Und dann irgendwie auch so ein bisschen Eine Vorreiterrolle. Vorreiterrolle. Ja. eigentlich, ne? Ja, wir haben unseren Antrag tatsächlich direkt am ersten Tag gestellt, Ah, ja. wo es möglich war. Genehmigt wurden wir aber tatsächlich erst im September. Dabei ist der Früher war das ein Laborgebäude. Jetzt wachsen hier Cannabispflanzen unter streng kontrollierten Bedingungen. Hey, hi. Nils. Hi. Frank. Voll, Wir Davy. machen ein bisschen Netz aufspannen heute. Du siehst, da vorne sind so 1, 2 Pflanzen so ein bisschen umgekippt, damit wir die ein bisschen stabilisieren können. Nils ist im Vorstand des Vereins und zeigt mir die Tricks beim Anbau. Mit den Pflanzen zu arbeiten ist für ihn Vergnügen
Der Weg dahin war aber eine Challenge. Stichwort: Anträge stellen, Finanzierung sichern, Location aufbauen. Ich glaube, es ist ja auch cool, so ein Erfolgserlebnis zu sehen, dass die Pflanzen durchhalten und groß werden, oder? Ah, da machst du dir keine Vorstellung. Ich bin auch richtig stolz. Ich habe auch 2 Pflanzen, die haben aber nichts mit Kiffen zu tun. Das eine ist irgendwie so eine Palme oder so, glaube ich. Und das andere ist, I don't know, irgendein Rankengewächs. Und die leben jetzt seit fast einem Jahr. Sind noch nicht gestorben. Wir haben ja hier von Anfang an schon quasi alle daran geschuftet, dass das hier was wird. Und jetzt die Pflanzen zu sehen, also in allen Stadien, das ist total geil. Also, auch weil es einfach so ein surrealer Traum ist, ne? Ein Traum, der hier ehrenamtlich zum Leben erweckt wird. Nils und die anderen bekommen zwar kein Gehalt, aber sie sind super ambitioniert. Ihr Ziel? Sauberes und hochwertiges Cannabis. Wie viele Sorten habt ihr hier? Wir haben Insgesamt über 50 Sorten haben wir auf jeden Fall. Oha. 50. Ja, genau. Das ist 50 viel. verschiedenste Genetiken. 50 verschiedene Genetiken. Das heißt 50 verschiedene Gerüche und 50 verschiedene Namen. Denkst du zu einer Legalisierung aller Drogen? Ich halte eine Entkriminalisierung aller Drogen als sinnvoll. Denn Menschen, die Drogen nehmen, werden sich nicht davon abhalten lassen, dass es illegal ist. Was aber passiert, wenn sie Drogen konsumieren und dabei erwischt werden, ist meistens nicht gerade sehr positiv für ihre Entwicklung im Zuge des Umgangs mit den Drogen. Also erstens, wenn sie Geldstrafen bezahlen müssen, dann sind diese Menschen, die diese Drogen konsumieren, meistens schon, haben nicht so viel Geld. Und wenn sie in den Knast kommen, dann kommen sie meistens ins Gefängnis, ohne tatsächlich auch Unterstützung zu bekommen. Also je nachdem, in welchem Land und so. Und dann kommen die auf kalten Entzug. Und das kann je nach Droge auch ganz schön gefährlich werden. Gesundheitliche Folgen und auch psychische Schäden mit sich ziehen. Spanien hat das Modell der Entkriminalisierung, ich glaube so ziemlich allen Drogen. Es hat sich tatsächlich nichts ins Negative verändert. Dementsprechend, glaube ich, ist das ein gutes Beispiel dafür, dass die Entkriminalisierung, oder es war vielleicht sogar Portugal, sehr viel mehr Leuten helfen könnte. Wenn alle Dealer im Gefängnis sitzen, wo sollen sie es dann herbekommen? Ja, richtig. Das ist eine richtig gute Frage. Danke, dass du die gestellt hast. Da habe ich jetzt natürlich auch keine Antwort drauf. Was ist Papaya Punch für eine Sorte? Die Papaya Punch, das ist eine Kreuzung aus Papaya und Purple Punch. Die Sorte ist besonders fruchtig, schmeckt leicht nach Papaya, daher auch die Namensgebung. Und gleichzeitig hat man aber auch eine leicht käsige Note mit bei. Es ist Käsige Note? also sehr komplex. Klingt so ein bisschen wie so ein Sommelier. Genau, richtig. Das ist auch unser Ziel hier, dass das halt alles Sorten sind, die halt Schmecken. Genau, schmecken und halt auch möglichst besonders sind, einzigartig sind und sich halt auch von der Masse absetzen. Wir rauchen das jetzt auch nicht unbedingt, um davon möglichst Breit zu berauscht sein. zu werden oder breit zu sein, genau. Sondern es geht da auch irgendwo um den Geschmack, um den Geruch, um das ganze Feeling da drum herum. Trotzdem, Cannabis ist ein Suchtmittel und wird weiter streng kontrolliert. Das ist auch okay, so, dass es kontrolliert wird. Stell dir vor, du dürftest es einfach ohne Kontrolle züchten, bauen, anpflanzen, whatsoever. Und dann sollte man schon auch ein bisschen betrachten, dass damit nicht Schundluder getrieben wird, ne? Wie verhält sich das mit denen, die noch keine Drogen, aber vielleicht bald nehmen? Wird dann nicht der Einstieg erleichtert? In einem Land, in dem du mit 16 Bier kaufen kannst und schon mit 12 Lachgas kaufen kannst, einfach jemanden fragst, der dir Kippen kauft, glaube ich, brauchen wir mit der Diskussion des erleichterten Einstiegs, was Drogen anbelangt, überhaupt nicht diskutieren, weil der erleichterte Einstieg zu Drogen ist in Deutschland zumindest eben Alkohol. So, aber Alkohol wird halt so normalisiert, weil es halt in der Gesellschaft so normal gemacht wird, obwohl es zumindest im Gegenzug zu Cannabis mehr Tote oder auch mehr Menschen mit körperlichen Schädigungen nach sich zieht. Da brauchen wir eigentlich gar nicht anfangen zu diskutieren. Also wenn wir sagen, okay, bei der Droge müssen wir es den Leuten schwerer machen als bei der anderen. Wer wirklich Drogen nehmen will, der macht es halt egal, wie schwer oder einfach es ist. Ne? Legal ist seit einem Jahr nur das hier. Auf der Straße dürfen Erwachsene 25 Gramm Cannabis bei sich tragen. Richtig, Zu Hause sind 50 Gramm erlaubt.
privat 3 Pflanzen zu... Solltest dir eher überlegen, warum Menschen anfangen oder überlegen, Drogen zu nehmen. Also irgendwas muss die Leute ja dazu treiben. Die wenigsten fangen an, Drogen zu konsumieren, weil ihnen langweilig ist. Sondern entweder, weil es zu normalisiert ist, weil die Aufklärung nicht da ist, oder weil sie sich mit dem Rausch vor irgendeinem Problem flüchten möchten. Ich glaube, da anzusetzen und zu überlegen, was man machen kann, um die Menschen abzuholen, bevor sie überhaupt irgendwas konsumieren, wäre wahrscheinlich sinnvoller, als die eh schon konsumieren, zu bestrafen. Weil es Spaß macht. Ja, aber Spaß, also ich zum Beispiel habe noch nie wirklich exzessiv Alkohol getrunken, obwohl mir sehr viele Leute erzählt haben, dass es Spaß macht. Weil ich halt von Alkohol so gar nichts halte. Da kann ich auf den angeblichen Spaß, den man dabei hat, so ganz gut verzichten eigentlich. Also ich rauche auch nicht, weil Rauchen macht auch keinen Spaß, um ehrlich zu sein. Also Tabakrauchen, das macht keinen Spaß. Und ich bin halt aufgeklärt genug, um zu wissen, dass den eventuellen Spaß, den ich jetzt zum Beispiel mit LSD haben könnte, mir es nicht wert ist, es auszuprobieren und eventuell abhängig zu werden von dem Spaß. Ich würde sagen, dass es die meisten Bürger aus Spaß machen. Ich glaube nicht, dass die meisten Teenager Alkohol zum ersten Mal trinken, weil sie denken, dass es Spaß macht. Sondern sie fangen an, Alkohol zu trinken, um dazuzugehören. Genauso wie Rauchen. LSD und Abhängigkeit. Ja, es gibt eine körperliche Abhängigkeit und eine psychische Abhängigkeit. Du kannst von ziemlich jeder Droge psychisch abhängig werden, vor allem wenn du zum Beispiel kein gutes Leben führst oder kein schönes Leben führst oder gerade in einer Down-Phase bist und dann durch LSD einen nicen Trip hast und dir das dann immer öfter wünschst. Ich habe Alkohol aus Gruppendynamik getrunken. Ja, das kenne ich auch so aus dem Dorf. Aber wenn LSD da jetzt ein schlechtes Beispiel war, sorry. Wie gesagt, bin jetzt abseits von Cannabis nicht so in Drogenplays drin. zu besitzen, ist auch okay. Es ist aber verboten, Cannabis an andere weiterzugeben oder zu verkaufen. Anbauvereine dürfen an ihre Mitglieder bis zu 50 Gramm monatlich abgeben. Sie müssen mindestens 200 Meter von Schulen entfernt sein. Drogenkonsum verbindet Menschen und führt sie dazu, sowas anzufangen. Ja, das nennt man dann Gruppenzwang. Es gibt auch immer mehr Partys, auf denen ich unter anderem dann auch anzutreffen bin, in denen zum Beispiel gar kein Alkohol ausgeschenkt wird und man tatsächlich genauso gut Spaß haben kann. Der Gesetzgeber verlangt, dass sich in jedem Anbauverein eine Person um Prävention kümmert. Nice schon. Jedes Neumitglied muss sich bei Rike vorstellen. Wenn du hier ankommst bei uns und du hast knallrote Augen und du kannst nicht mehr dich normal artikulieren, also dann würden wir ganz sicher selber auf dich zukommen und sagen, jo Frank, du brauchst echt Hilfe. Ich habe mal eine richtig schlechte Erfahrung gemacht. Mir ist Weiß total ich schwindelig nicht, Rizzi. geworden. Ich hatte Herzrasen. Man wird immer meinen Kommentar vorgelesen, weil du auf meiner Sus-Liste bist. Und weil du tatsächlich Fragen stellst. Die anderen treffen Aussagen. Tut mir leid, dass ich die ständig vorlese, weil du tatsächlich auch Fragen stellst. In Zukunft lese ich jetzt nur noch die Sachen vor, auf die man sowieso nichts antworten kann. In Kascha zum Beispiel schreibt, ich mag die Analyse. Oder Stefan, so funktioniert das. Gut. Eine Panikattacke, weil ich dachte, ich kollabiere hier vielleicht gleich. Super unangenehm, ja. Genau, und was ich mir gewünscht hätte, wäre eine richtig gute Beratung gewesen. Gibt es Erstgespräche? What the fuck? Not like this. Ja, Stefan. Das ist der Plan im laufenden Betrieb, wenn wir auch unsere 6 Stunden in der Woche sowieso anbieten, wo die Leute herkommen können, dass dann auch wirklich jeder seine 5 Minuten Erstgespräch bekommt. Am besten, ich lese nur noch Sachen vor oder ich antworte nur noch auf Sachen, die mir via Text-to-Speech über irgendwie Geld vorgelesen werden. Ja, sonst, wo kommen wir denn sonst hin? Im Cannabis Social Club Nordheide steht bald die erste Ernte an. Und ich werde dabei sein. Wenn es in Deutschland legal ist, Cannabis anzubauen, wird dann auch mehr gekifft? Jetzt kommen die Zahlen. Das war eine der großen Befürchtungen vor der Freigabe. In Stuttgart gibt es dazu ein einzigartiges Projekt. Eins in den Chat, wenn du auch nicht mehr rausgehen kannst, weil überall diese ganzen Kiffer an der Ecke stehen und alles zudampfen. Du gehst raus und so ein Schwall Kiffgras steigt dir in die Nase. Du bist in der Stadt und überall wird gekifft. Jeder, anstatt Kippe und Vape, die nach Himbeermelone schmeckt, hast du überall Kiffgras. Ja. Ein Kollege bitte vor. Um herauszufinden, wie viel gekifft wird, muss ich unter die Erde.
Warum ausgerechnet hier? Weil dieser Ort sehr genau verrät, was alles in Stuttgart konsumiert wird. So, Stuttgart, jetzt seid ihr dran. Schlimmer als Amsterdam. Klar kann sich über alles aufregen, aber dann hat man halt ständig schlechte Laune. Das ist richtig, Kias. Ich möchte auch intensiver auf diesen Kommentar eingehen, weil du dafür 1 Euro hier gelassen hast. Ja, man kann sich über alles aufregen und dann hat man auch schlechte Laune, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass es Leute gibt, die immer schlechte Laune haben wollen. Also Leute, auch bitte hier aufpassen. Es ist sehr rutschig. Der Wasserstrom ist so stark, das zieht einen mit und irgendwann kommt man in Klärwerk raus. Ich bin in Begleitung eines Mannes, für den der Abwasserkanal eine wahre Fundgrube ist. Warum ist das Abwasser so ein guter Indikator dafür? Weil jeder pisst und scheißt. Sag's mal ganz salopp. Okay. Dankeschön, Commander, für 1 Euro. Ich möchte auf diesen Kommentar auch ein bisschen ernsthafter eingehen. Okay, sind zwar nur 2 Buchstaben, aber 2 Buchstaben, die verzeichnen, dass alles in Ordnung ist. Danke dir für diese 2 Buchstaben, die mir sagen, dass alles in Ordnung ist. Auf die Toilette muss jeder. Das Abwasser lügt also nicht. Das Team der Stadt Stuttgart sucht im Abwasser nach THC-Carbonsäure. Nach dem Kiffen lässt sie sich mehrere Tage im Urin nachweisen. Mit anderen Worten, irgendwann kommt hier jeder Joint in anderer Form vorbeigeschwommen. Na doch. I don't need so. Das Hauptklärwerk. Hier landet das Schmutzwasser aus dem Abwasserkanal. Schon ein Jahr vor der Legalisierung hat Peter Schilling angefangen, regelmäßig Proben zu nehmen. Nur noch 61.453 Bits für ein neues Abzeichen. Bitte mach's nicht, Kias, weil da muss ich wieder was Neues zeichnen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. 24 pro Tag, 7 Tage lang, jeden Monat. Da hat man eben alles drin, was von Mensch und Industrie hier auf die Anlage kommt. Kiffen Keine das Wasser. andere- Stell dir vor, du benutzt das Wasser für deine Bong. Deutsche Stadt verfolgt die Entwicklung des Cannabiskonsums so genau wie Stuttgart. Die ersten Ergebnisse liegen schon vor. Im Sommer 2023 bleiben die Werte zunächst Okay, guckt Chat, Achtung. recht gleich. Doch dann steigen sie, noch bevor das Gesetz in Kraft tritt. Was? Nein. Bevor das Gesetz in Kraft tritt, also illegal? Im Februar 2024 messen die Stuttgarter dann mehr als doppelt so hohe Werte im Abwasser wie im Sommer. Bevor der Lauti, Bachi, das Oje. Da war zunächst mal der Gedanke, okay, die Konsumenten haben diese bevorstehende Legalisierung womöglich schon vorweggenommen. Digga, ich glaube, den Leuten war ziemlich scheißegal, ob das legalisiert wird oder nicht. Die dachten sich, es wird bald legalisiert, da können wir jetzt auch schon kiffen. Da kann sowieso nichts mehr passieren, also geht's hoch. Und diesen Anstieg, den gab es tatsächlich von Sommer 23 bis Januar, Februar 24. Oder doch eher eine Momentaufnahme? Wir beobachten das weiter. Ich glaube, die Leute mussten sich dann einfach so die ganzen Scheiß wegkiffen, der momentan so auf der Welt passiert. Ich glaube, das ist eher das Problem gewesen. Auch die Krankenhäuser und Psychiatrien, die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Stuttgart werden Daten liefern. Was ist denn die Erwartung an diese Untersuchung, die ihr jetzt macht? Dass wir im Grunde einen Stresstest durchführen. Und insofern wird das Gesetz quasi von ganz unterschiedlichen Arten beleuchtet, ein Stück weit in die Mangel genommen, um dann die Auswirkungen des Gesetzes gut untersuchen zu können. Das komplette erste Jahr nach der Legalisierung im Rahmen des Cannabis-Gesetzes werde ich die Untersuchungen begleiten. Du willst mich verarschen. Ich muss das hier weiter gucken in der Mediathek. Ich wollte jetzt die Zahlen noch wissen. Die haben uns verarscht, Ted. Wisst ihr was? Ich gehe da jetzt rein investigativ und suche jetzt nur die Zahlen raus. Das ist crazy. Guckt euch das mal an, Chat. Ich habe das jetzt durchgeskippt. Guckt euch das an. Ich glaube, erst hier kommen die Zahlen. Was für Die Einzelmessungen aus Stuttgart zeigen große Unterschiede. Von 43 Minuten 35 bei 42 Minuten, Alter. Im Winter scheint mehr gekifft zu werden als im Sommer. Insgesamt zeichnet sich eine leichte Steigerung bei den Werten ab. Crazy, da habt ihr die Zahlen. Wir wollten es ja wissen.
Rund 13% mehr als vor der Einführung des Gesetzes, errechnet Ja. Stuttgart. Das sind wahrscheinlich die Leute, die eh schon gekifft haben und jetzt einfach noch mehr kiffen. Jeden Sonntag, Montag, Mittwoch, Freitag gibt es einen Stream.